Ich werde oft gefragt, wie gehen denn onkologische Kollegen mit meinen Therapien um? Ganz ehrlich, offiziell wird immer abgeraten, aber inoffiziell, wenn die Tür quasi verschlossen ist, gibt es ganz andere Empfehlungen. Einen besonders interessanten Fall hatte ich. Bei einer Anmeldung kam ein Patient und wurde von dem Leiter einer großen onkologischen Praxis in München an mich empfohlen. Und ich sagte, ich lese gerade, der Herr Professor so und so hat Sie zu mir empfohlen, aber ich weiß, der rät immer ab von meinen Therapien. Dann sagte er, ja, der Herr Professor ist ein Verwandter von mir. Da meinte ich, aha, die Verwandten schickt er und den anderen Patienten rät er ab. Sehr interessant. Derselbe Professor sagte einer Patientin mit Brustkrebs, die ich behandeln wollte oder die sich von mir behandeln lassen wollte, es kann schon sein, dass der Propst ihren Krebs wegbekommt, aber dann werden sie Hirnmetastasen bekommen. Das ist ja eine absurde Angstmache. Tatsächlich ist der Tumor bei der Patientin verschwunden und sie hat keine Hirnmetastasen bekommen. An was liegt das denn, dass ich schlecht gemacht werde? Klar, bin ich ein Konkurrent quasi in einem bestimmten Geschäft. Dann bewege ich mich abseits der sogenannten Leitlinien. Die Leitlinien, die von der Schulmedizin ja vorgegeben werden, aber die leider auch durch die Einflüsse der Pharmaindustrie verzerrt werden, sodass häufig teure, aber kaum wirksame Medikamente in der Krebsbehandlung eingesetzt werden. Natürlich gibt es über meine Therapien keine Studien und das ist ein großes Manko. Allerdings ist bei der Erkrankung Krebs, wenn die fortgeschritten ist und eine Heilung nicht mehr möglich ist, es absolut legitim, im Rahmen eines sogenannten ärztlichen Heilversuches Substanzen auszuprobieren, die eben nicht in den Leitlinien stehen. Und das versuche ich und andere immer wieder und eben immer wieder auch mit Erfolg. Das ist auch ein Grund dafür, warum wir diese Videos überhaupt produzieren, damit wir Sie informieren und tatsächlich auch mit gut recherchierten Fällen, mit CTs, PET-CTs, MRTs und so weiter Ihnen zeigen können, dass es tatsächlich auch manchmal bei fortgeschrittenen Karzinomen möglich ist, diese wieder in den Griff zu kriegen. Wir wollen informieren, wir wollen aufklären, wir wollen auch, dass unsere internationale Gesellschaft International Cancer Corporation genug Geld hat, um neue Wege in der Krebsmedizin wissenschaftlich seriös zu erforschen. Ich appelliere an meine lieben Kollegen in der Onkologie, dass sie offen sind für neue Wege zur Zusammenarbeit, weil es sollte uns doch das Wohl unserer Patienten am Herzen liegen. Und wenn Sie verstehen und sehen, dass Ihre Therapie nicht wirksam ist und sogar Schaden anrichtet, dann bitte seien Sie bereit dazu, seien Sie offen, dass es auch andere Wege gibt in der Krebsmedizin. Die Pharmaindustrie ist die wichtigste und größte Industrie der Welt. Sie übersteigt sogar das Budget der Rüstungsindustrie. Natursubstanzen haben keine Chance, weil sie eben nicht patentierbar sind, egal wie wirksam sie sind. Das bedeutet natürlich, dass man mit den Natursubstanzen, die dann auch jeder nachmachen könnte, nicht so viel Geld verdienen kann,
wie mit patentierten Substanzen, die dann für diese Pharmafirma erstmal zugelassen sind und die zum Teil ja momentan utopische Preise erreichen. Da kann es sein, dass eine Patientin im Endstadium Therapien bekommt, die 200.000, 300.000 € kostet und die letztlich unwirksam ist. Ich bin Schulmediziner und es ist wichtig, dass Forschung betrieben wird. Und deswegen schätze ich auch Forschung in der Medizin. Leider läuft das oft falsch und Studien mit einer geringen Datenlage, mit wenigen Effekten, und das ist häufig bei Chemotherapien der Fall, werden statistisch so, man muss schon fast sagen, manipuliert, dass ein scheinbarer Behandlungseffekt rauskommt, der eigentlich so nicht besteht. Die Pharmaindustrie ist natürlich keine Ethikbranche. Die wollen natürlich Geld verdienen, das verstehe ich auch. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass unabhängig, abseits der Pharmaindustrie geforscht wird, mit staatlicher Hilfe. Eine unabhängige Forschung, dass sich nicht die Pharmaindustrie selber untersucht. Selbstverständlich werde ich angegriffen von allen möglichen Seiten, aber ich habe mich dem Wohl meiner Patienten verschrieben, vor allem auch dem Wohl der Krebspatienten. Ich will helfen, ich will Dinge erforschen und ich lasse mich von meinem Weg nicht abbringen. Ich bin stark. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, Ihr Dr. Reinhard Probst. Es gibt keine Patienten, es gibt keine Therapeuten, es gibt nur Menschen.